Moin und Namaste. Ich bin Kerstin von Watten Yoga. Schön, dass du wieder bei mir hier auf der Matte gelandet bist zu unserem luftig leichten Sommerflow. Ein kleiner Yoga-Flow ohne Vinyasa, damit wir nicht so ins Schwitzen kommen, aber trotzdem werden alle Muskelgruppen beansprucht. Also, hopp auf die Matte und los, geitert. Wir starten heute in einer stehenden Position, bringen die Füße zusammen oder hüftbreit, schau, was sich besser anfühlt und dann bringen wir unsere Hände erstmal in das Lotus Mudra. Das heißt, deine kleinen Finger und deine Daumen berühren sich und die restlichen Finger bilden eine Blüte. Und dann öffne einmal deine Blüte. Schließe die Augen und komm hier erstmal ganz in Ruhe an. Nimm tiefe Atemzüge durch die Nase ein und wenn möglich auch durch die Nase aus. Und in unserer Lotusblüte sammeln wir heute alle wunderbare Energie, neue Energie um uns herum. Du kannst dir auch vorstellen, wie dieses kleine Gefäß sich nach und nach füllt mit wunderbarer, neuer, frischer Energie. Spüre deine Füße auf der Matte, wie sie mit Mutter Erde verankert sind. Schultern sind ganz entspannt. Und du merkst, wie du mehr und mehr im Hier und Jetzt zu deiner Yoga-Zeit ankommst. Noch 3 tiefe Atemzüge hier. Und dann lass uns einmal zum Mattenanfang kommen. Füße hüftbreit oder geschlossen, das ist völlig egal, so wie du dich wohlfühlst. Und dann bring die Hände einmal zueinander. Atme ein, komm in die gestreckte Berghaltung und zieh dich einmal in die Länge. Dein Blick folgt deinen Händen und deine Fingerspitzen zieh nach oben. Ausatmen, senke die Arme neben dem Körper ab und dann lass uns ein bisschen unseren Atem fließen. Mit weichen Handgelenken hebst du die Arme auf Schulterhöhe, atmest ein und ausatmen wenden sich die Fingerspitzen nach oben und du atmest wieder aus, wie im Tai Chi oder Qigong. 10 Atemzüge hier. Passe die Bewegung deinen Atem an. Vielleicht bist du langsamer, vielleicht aber auch schneller. Wunderbar. Atme nochmal ein, bring die Arme über die Seiten nach oben, gestreckte Berghaltung. Und dann komme ganz weich nach unten in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, so wie du möchtest. Entweder Fingerspitzen auf der Matte, an den Waden oder vielleicht auch auf den Oberschenkeln. Mach es zu deiner Einheit. Ausatmen, gehe wieder tief. Einatmen, komm wieder ganz weich nach oben, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, bilde deine Blüte und zieh sie vors Herz. Einatmen, schieb die Blüte wieder nach oben. Ausatmen, komm ganz weich nach unten. Einatmen, halbe Vorbeuge.
Ausatmen wieder tief. Einatmen, große, weiche Bewegung nach oben. Bilde mit deinen Händen wieder diese Blüte. Ausatmen, Hände vors Herz. Ein letztes Mal einatmen, schieb deine Blüte nach oben. Ausatmen, komme tief, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, gehe tief. Achtung, einatmen. Dein rechter Fuß kommt in einem großen Schritt nach hinten. Tiefer Ausfallschritt. Leg dein Knie ab und beim Einatmen richtest du deinen Oberkörper nach oben auf. Ausatmen tief. Einatmen, schieb deinen Po zurück, löse deine Zehenspitze vom Boden in einem Beinstretch. Streck dein vorderes Bein. Ausatmen, gehe vielleicht noch ein bisschen tiefer. Einatmen, rolle wieder nach vorn, hebe deinen Oberkörper und die Arme gestreckt nach oben. Leichte Rückbeuge. Ausatmen, Hände zur Matte. Wunderbar. Bring deinen hinteren Fuß wieder nach vorn. Wir wechseln einmal die Seite. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, gehe tief und dein linker Fuß tritt zurück. Leg dein Knie ab. Beim nächsten Einatmen richtest du dich auf. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, schieb dich zurück, löse deine rechten Zehen vom Boden, strecke dein Bein. Ausatmen, geh etwas tiefer hinein. Einatmen, roll dich wieder nach vorne, richte dich auf. Ausatmen, gehe tief und komm in einem großen Schritt oder mehreren kleinen wieder nach vorn zum Mattenanfang. Einatmen, große Bewegung nach oben. Zieh deinen Kelch zum Herzen. Einatmen, schieb ihn wieder nach oben. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Dein rechter Fuß tritt wieder zurück. Ausatmen, dein Knie legt ab und beim nächsten Einatmen richtest du dich auf. Gleiche Bewegungsabfolge. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, schieb dich zurück in den Beinstretch und beim Ausatmen geh ein bisschen tiefer. Einatmen, richte dich wieder auf, Oberkörper nach oben, Arme strecken zum Himmel. Ausatmen, beide Hände zur Matte. Achtung, du löst dein Knie vom Boden und ziehst den hinteren Fuß quer. Und jetzt ziegeln wir uns nach oben in den Krieger 2. Und diesmal lassen wir die Handflächen nicht nach unten zeigen, sondern wir wollen schöne, frische Energie. Und die Handflächen zeigen nach oben. Dein vorderes Knie ist über deinem Knöchel, dein hinterer Fuß presst fest in die Matte. Zieh deinen Bauchnabel nach innen, die Schultern weg vom Ohr. Halte hier kurz. Wunderbar. Beim nächsten Einatmen streck dein vorderes Bein und zieh deine linke Hand nach vorn, mach dich ganz lang. Deine hintere Hand kannst du gern an deine Hüfte bringen. Und dann kommen wir hier in das Dreieck. Das heißt, deine Hand kommt entweder auf deinen Unterschenkel oder die Fingerspitzen von innen an dein Bein gestellt. Und dann öffnen wir uns zur Seite. Die Hüften sind übereinander gestapelt, die Schultern sind übereinander gestapelt. Und wenn du magst, kannst du den Arm nach oben ausstrecken. Auch dein Bauchnabel ist wieder aktiv. Wunderbar. Von hier aus bringst du deine obere Hand wieder an die Hüfte und visierst die vordere Mattenecke an. Holst deinen hinteren Fuß ein Stück weit zu dir und dann kommen wir von hier aus in den Halbmond. Deine hintere Ferse schiebt zurück, deine Zehen zeigen nach rechts.
Dein Blick geht zum Boden auf einem festen Punkt oder zur Seite oder nach oben, ganz wie du magst. Das kommt immer darauf an, wie gut ausbalanciert du bist. Und wenn du dann möchtest, kannst du deinen oberen Arm zum Himmel strecken. Zieh den Bauchnabel nach innen, sei ganz aktiv in deinen Beinen, das gibt dir unglaublich viel Stabilität. Atme nochmal ein und beim nächsten Ausatmen kommen beide Hände zum Boden, die Hüften kommen wieder quer und du stellst deine Füße nebeneinander auf, beug deine Knie, lass einmal deinen Oberkörper hängen, ganz entspannt. 3 Atemzüge hier. Und beim nächsten Einatmen wieder ganz weich nach oben, gestreckte Berghaltung. Bilde deine Blüte, ausatmen, Hände vors Herz. Wir wechseln zur anderen Seite. Einatmen, schieb wieder nach oben. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tief. Dein linker Fuß tritt zurück. Ausatmen, legst du dein Knie ab. Einatmen, richtest du dich auf. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, streck dein vorderes Bein. Deine Zehen lösen vom Boden. Und beim nächsten Ausatmen kannst du etwas tiefer in diese Position hineingehen. Einatmen, richte dich wieder auf. Arme nach oben. Ausatmen, beide Hände zur Matte. Löse dein hinteres Knie vom Boden, zieh deinen Fuß quer und wir zirkeln uns nach oben in den Krieger 2. Und diesmal auch wieder die Handflächen nach oben, Schultern tief, Becken kippt nach vorn, Beine sind ganz stark, dein Knie ist über deinem Knöchel ausgerichtet oder kurz dahinter. Atme. Dein Blick geht nach vorn über deine Hand. Sei ganz stark. Einen Atemzug noch. Dann bring deine hintere Hand zur Hüfte. Streck dein vorderes Bein. Atme ein und zieh deinen Oberkörper und deinen Arm ganz weit nach vorn. Und erst dann gehen wir mit der nächsten Ausatmung tief. Fingerspitzen von innen auf die Matte gestellt oder deine Hand an deinem Bein. Beim nächsten Einatmen öffnen wir uns und wenn du magst, kannst du deinen Arm nach oben strecken. Nimm tiefe Atemzüge, deine Brust hat hier ganz viel Raum. Noch einmal tief einatmen. Und dann bring die Hand wieder zur Hüfte. Hol deinen hinteren Fuß ein Stück weit heran. Bring deine Hand wieder diagonal vor dir aufgesetzt. Löse das hintere Bein vom Boden. Deine Hüften stapeln übereinander. Dein hinterer Fuß zieht flex. Press fest mit deinem Standbein in die Matte und schieb deinen Fuß nach hinten, als würdest du ihn gegen eine Wand drücken. Bauchnabel zieht nach innen. Und wenn du magst, kannst du deinen Arm nach oben ausstrecken. Ich habe hier auch eine Seite, auf der ich ein bisschen mehr wackel. Ganz normal. Einen Atemzug noch. Und dann bring beide Hände zur Matte, level deine Hüften, bring deine Füße nebeneinander aufgestellt, Knie beugen wieder, lass deinen Oberkörper hängen.
Wunderbar. Stell deine Hände auf. Komm in den Vierfüßler. Und von hier aus schieben wir uns zurück in die Pose des Kindes. Diesmal nicht die Knie weit geöffnet, sondern die Beine parallel. Deine Hände krabbeln weit nach vorn. Stirn zur Matte. 3 Atemzüge hier. Und beim nächsten Atemzug sind wir nochmal ganz stark. Dann schieben wir uns nämlich nach vorn, bleiben ganz flach am Boden. Und spätestens, wenn die Schultern über den Händen sind, wird es ein bisschen schwierig. Und dann schiebst du dich nach oben in die Kobra. Kann auch eine kleine Kobra sein, kein Problem. Öffne deinen Brustkorb nochmal und ausatmen, schieb dich wieder nach hinten. Einatmen, gleite langsam nach vorn in die Kobra und ausatmen, komm wieder zurück. Noch einmal so. Einatmen, gleite langsam nach vorn, press dich hinauf in die Kobra und ausatmen. Komm zurück. Wunderbar. Deine Hände krabbeln langsam zurück. Und wir treffen uns nochmal in einer sitzenden Position. Und zwar in Baddha Konasana, im Schmetterling. Deine Fußsohlen kommen zueinander. Und auch hier öffnest du die Füße wie ein Buch. Deine Knie ziehen Richtung Matte. Wie weit du die Füße zu deinem Körper heranbringst oder ob du sie ein bisschen weiter nach vorn bringst, ist dir überlassen. So, dass du dich wohlfühlst. Und dann halten wir unser Buch so ein bisschen fest. Schultern drehen nochmal tief. Schließ deine Augen. Und nimm 5 Atemzüge hier. Atme noch einmal tief ein und aus. Mit all den Gerüchen des Sommers, den Blumen. Lausche den Geräuschen um dich herum. Deine Schultern sind entspannt. Ein letzter Atemzug. Und atme aus. Öffne deine Augen. Komm gern nochmal in den Schneidersitz. Wenn du möchtest, kannst du natürlich im Anschluss gleich noch im Shavasana verweilen, um nochmal ganz zur Ruhe zu kommen. Ansonsten nimm mit mir einen tiefen Atemzug, bring die Arme weit, die Hände oben nochmal zusammen in unserem Kelch und ausatmen, ziehe dein Kelch vors Herz. Und dann stell dir vor, dass er voll und prall gefüllt ist mit Prana, mit Lebensenergie, die du jetzt mit in deinen Alltag nehmen kannst. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Namaste.